Willkommen zu einer neuen Folge L.A Noire. Wie ihr seht, wir sind mit der werten Gattin von diesem Henry Arnett im Auto unterwegs zu ihm nach Hause. Genau. Da wollen wir hin. Legen wir fest. Fahren wir los. Und wir machen auch mal die Sirene. Dann kommen wir ein bisschen schneller an. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is sogging it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Was haben die alle für so ein komisches Verhalten, dass sie alle immer nach rechts abbiegen müssen? Gut, wir fahren jetzt ja auch nur nach rechts weg. Nach links. Und dann wieder nach rechts. Oh mein Gott, ist das hier alles so verwinkelt. Ob die Straßen in Amerika wirklich so sind, wie die hier es dargestellt haben. Alles rechter Winkel. Da macht es überhaupt keinen Spaß. So. Dann gehst du wieder links. Ja, hier, komm. Ist ja nicht umsonst, dass wir die Sirene anmachen. Ich weiß, die ist echt mega nervig und mega laut und übertrieben. Aber so kommen wir wenigstens schnell voran. Ich glaube, ich weiß, welchen Plan unser guter Feld hier verfolgt. Er hofft, dass es nämlich, glaube ich, dieser Henry Arnett bei sich zu Hause ist und dass wir ihn beim Kofferpacken quasi erwischen. Aber wäre ich an dieser Stelle von diesem Henry Arnett, ich wäre gar nicht mehr nach Hause gegangen, nachdem ich das gedreht hätte. Ich wäre abgehauen. So mit dem, was ich jetzt so im Leib und Leben hätte. Wenn ich wirklich so tief in der Kacke gesessen hätte wie er. So, da hinten wohnt er ja auch schon, in diesem Hochhaus. Würde ich mal sagen, schauen wir mal rein. Kann ja nicht so viel sein, was er da hat. Wenn er in so einem heruntergekommenen Haus leben muss. Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Ja, genau. Lass mal rausfinden, wer er wirklich ist. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Na, aber wirklich hier im Apartment 30 wohnt? Oder was sich irgendwo versteckt hat? Isn't this just nice and awkward? Na, was geht denn da los? Stop! LAPD! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, get out. Put your hands in the air. Ach ja, endlos lange Verfolgungsjagden über Rutschleitern. Los, runter da. Da hoch. Jetzt, was kämpft er sich da wieder ab, ey? Das ist doch... Give it up, LAPD! Oh nein.
Komm. Langsam. Kann aber nicht wahr sein. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How'd I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? So, untersuchen wir mal seinen Reisekoffer. Mhm. You told Heather you're honeymooning without her? So, was haben wir hier? Vacheron Constantine. It's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Ja, wer es glaubt. Okay, gucken wir mal weiter. Ob wir noch irgendwas anderes Schickes, Interessantes finden. Nein, wir wollen uns noch nicht unterhalten. Was haben wir da? Not much help. So, gucken wir mal weiter. Nope. Warum auch immer ein Mann sowas bei sich im Haus führen muss. Seems irrelevant. Na, weiß man nicht, ob das alles irrelevant ist. Was haben wir hier? Circumstantial. Eine Zigarre, nichts Besonderes. Ist richtig Fell. Sind das Batterien? Aber hier irgendetwas. Da ist doch Post. Eine Taschenlampe? It doesn't appear to be connected. Ist doch klar, jeder Verbrecher hat eine Taschenlampe. Unterhalten wir uns mal mit den beiden. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Na, ich würde mal eindeutig sagen, die mit der. Entweder das oder mit dem Fabergé. I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? Ach, komm schon. Kommt schon. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. You wanted Julia Randall Nee, out jetzt, of was your ist denn heute life. los? Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars.
He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julie out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't Mann, get ey. it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful, and so goddamn cold. Richtig Henry schlecht. Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Na dann. Manchmal hilft es auch, harte Mittel zu haben. Aber diese Runde war eben sehr schlecht. Gut, dann wollen wir mal diesen Dr. Steinman verhören. You can drive. Das würde auf jeden Fall auch I guess erklären, the warum sie die wedding's ganze Zeit off. diese Medikamente He only haben. robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. Nee, vielleicht hättest du es auch nicht erzählen sollen, Mr. Philp. So, okay, gucken wir mal. Da war der Eingang. Rein da. Gleich durchrennen. Ganz nach oben war das. Und dann auch wieder ganz hinten die letzte Tür. Mal wieder, wie immer. Wie er so geschmeidig zur Seite rutscht, wenn er das macht, ne? Time for the doctor to give us something to make this all better. Ach ja, herrlich. Also, Dr. Steinman. Was steht da? 506? 5? 505. Dann werden wir mal die Tür 505 aussuchen. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. Tja, hat er sie selbst verraten. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call Dr. Gerard.
No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Was ist das denn für ein Weichei, ey? Didn't see that coming. God. Operator, give me R&I. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Ja, ich hoffe mal wirklich, dass wir das so einfach locker beenden können. Dass wir wenigstens einen zweiten Verdächtigen haben. That old boy really fell for that broad. Ja, und ein Schwachmann. She was incredibly beautiful. Also wer springt freiwillig jemanden aus dem Fenster, nur weil Life has a way of man es nicht erträgt, weil man nicht geliebt wird. Also, You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Danke, Roy. Broken hearts are for chumps. Was geht denn jetzt ab? You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. How bad is it? Thank God I didn't park there. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Ja, wir fahren zu Willi. Willi Wilson. Also bis jetzt irgendwie sehr verwirrend das Ganze. Warum? Oh Gott. Ich ahne Böses. Aber immerhin kein offenes He's Fenster. around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. Nun gut, suchen wir ihn mal. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt us. Wo könnte er sein? Da ist er. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Komm. Der kann ja nicht weit weg sein. Schon wieder nach oben. Ja, Mann, ey. Warum rennen die alle immer aufs Dach? Ich würde nie aufs Dach rennen, das ist... Da sitzt man doch immer in der Sackgasse, wenn man nicht irgendwo so ein... Ja, wie sagt man, Tür findet, wo man halt da durchgehen kann. So eine Feuerschutztür. Sag ich doch. Dann ist er nach oben. Ja. Wo will der denn schon wieder hin? Will er jetzt aufs nächste Gebäude rüberspringen oder was? Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch.
Wie viele Schüsse in den Rücken hält er denn aus, bitte schön? Ja, das waren genug. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Leah had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Ja. Da bin ich immer gespannt, was für eine Wertung wir kriegen. Ich denke mal nicht so hoch, weil wir ja nicht so viele Fragen richtig beantwortet haben. War ja auch verdammt schwer. Na, 3 Sterne. Ja, schade eigentlich, ne? Aber wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Fall wieder. Bis dann.